alle zusammen, willkommen zu meinem nächsten Video. Diesmal habe ich wieder mit der Pastellkreide gearbeitet und habe so eine abstrakte Komposition gemacht. Dazu hatte ich im Vorfeld mir ein Foto von so einer alten Mauer gemacht, mir daraus einen Ausschnitt rausgesucht, um mich daran so ein bisschen zu orientieren. Allerdings habe ich am Anfang die Steine hier noch aus dem Bild rausgeführt. Das müsst ihr jetzt nicht machen. Ihr könnt direkt diese Linie hier einfügen. Das hat mir im Nachhinein besser gefallen. Dadurch rutschen die Steine so ein bisschen in den Hintergrund. Die bekommen dann hier noch so ein bisschen Schatten. Und vom Kompositionsaufbau hat mir das wesentlich besser gefallen. Ich würde sagen, wir legen jetzt los und können gemeinsam jetzt dieses mehr oder weniger abstrakte Pastellbild malen. Viel Spaß beim Mitmachen. Hier habe ich jetzt nochmal das Foto gezeigt, wo ich nachgearbeitet habe und das fertige Bild. Davon könnt ihr euch gerne ein Bildschirmfoto machen. Das hier ist die Kreide, mit der ich gearbeitet habe. Das war ausschließlich Kreide der Firma Schminke. Ich lege jetzt hier die Vorzeichnung mit einem weißen Pastellstift an. Ich arbeite diesmal wieder auf dem Papier der Firma Fabriano. Tiziano 160 Gramm. Wegen den Farben möchte ich noch anmerken, ihr könnt natürlich Farben mal wieder wählen, wie ihr das schön findet. Ihr müsst das nicht in diesen Schwarz-Gelb-Tönen machen, wie ich das gemacht habe. Ich beginne jetzt mit der Farbe. Ich nehme die Kreide flach und habe eigentlich wenig Druck. Die Schminkekreide ist ja so weich, im Gegensatz zu der Rembrandtkreide, dass man da weniger Druck braucht. Sie malt das Papier auch viel schneller zu. Deshalb werde ich auch wenig einreiben. Ich hätte gerne, dass dieses rote Papier immer noch so ein bisschen durchschimmert. Ich würde vorschlagen, schaut mir jetzt weiter zu. Von der Technik her ist das jetzt im Moment erstmal immer dasselbe, mit der flachen Kreide auftragen und hier und da schon mal ganz leicht drüber wischen. Hier komme ich jetzt zu dem Bereich, den ich ja anschließend wieder abändere, also zum Teil wieder wegwische. Für euch bedeutet das, ihr nehmt euch das fertige Bild als Vorlage und macht dort genau das Gleiche, wie ich nachher auf der rechten Seite mache. Ihr könnt auch das Video einfach euch mal ganz angucken, um nachher zu sehen zum Schluss, wie ich da arbeite oder wie das fertig aussieht. Quasi das, was ich jetzt hier rechts mache, das macht ihr auch links in diesem Bereich. Also nicht so anlegen, wie ich das hier vorgemacht habe auf der linken Seite, sondern schon so ein bisschen anders anlegen.
Hier fange ich jetzt an, diese schwarzen Linien oder auch Zwischenräume anzulegen. Das mache ich zum Teil, wenn das eine Linie ist, mit der Kante der Kreide. Hier wie hier oben bei so einer großen Fläche, da mache ich das mit der flachen Kreide, und wenn es eher eine Linie ist, dann bitte die Kante der Kreide nehmen. Hier seht ihr jetzt oben links diesen Bereich, wo jetzt das Weiß aufgetragen ist. Das kommt nachher alles wieder weg. Deshalb habe ich das jetzt hier im Video auch nicht gezeigt. Und das müsst ihr auch nicht machen. Ihr könnt hier gut erkennen, dass ich immer wieder auf die Vorlage gucke. Also mein Kopf geht immer hin und her. Das ist ganz wichtig. Egal, was ihr malt, wenn ihr nach Vorlage arbeitet, dann müsst ihr auch auf die Vorlage schauen. Und zwar geht das immer hin und her. Ihr malt im Grunde genommen nicht mit den Händen, sondern mit den Augen. Also ihr müsst lernen zu sehen und das Gesehene durch eure Hand auf die Leinwand zu übertragen. Auch hier bei der zweiten Schicht arbeite ich immer noch mit der flachen Kreide. Ich muss jetzt etwas mehr Druck ausüben, weil auf dem Papier schon Kreide vorhanden ist. Es ist wichtig, dass die Schicht, die ihr vorher gemalt habt, immer noch so ein bisschen durchschimmert.
An dieser Stelle hier soll jetzt so ein warmer, ja, orange-Ockerton drauf, aber leider ist das Papier schon gesättigt. Das heißt, ich bekomme hier keine Kreide mehr aufgetragen. Dann müsst ihr hingehen und euch einen Borstenpinsel nehmen und mit diesem Borstenpinsel die Farbe erstmal wieder runterpinseln. Jetzt könnt ihr erkennen, dass das Papier also wieder die Farbe annimmt. Wenn ihr sowas schon mal habt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt die Farbe wieder runterpinseln. Wenn das nicht reicht, kann man die auch mit einem feinen Schmirgelpapier das Papier wieder anrauen. Oder ihr könnt mal versuchen, das Pastellbild zwischen zu fixieren. Das reicht auch schon mal, damit das Papier wieder Farbe annimmt. Hier in diese Fläche male ich jetzt schon mal so harte Kanten rein. Dann müsst ihr auch die Kreide flach nehmen und zur Kante hin etwas mehr Druck ausüben als in dem hinteren Bereich der Kreide.
Bei uns im Rheinland gibt es einen Spruch, jeder Jeck ist anders. Wem das so gefällt, der kann das natürlich auch so malen. Mir hat es nicht gefallen, deshalb habe ich es jetzt nochmal geändert. Ich habe also alles wieder weggepinselt und da nochmal eine neue Schicht drüber gelegt. Hier fange ich jetzt an, auf die Steine Schatten zu legen. Ich nehme mir einen schwarzen Pastellstift. Das ist allerdings jetzt ein Pastellstift der Firma Rembrandt. Der ist ein bisschen härter. Und gehe ganz leicht über die Steine drüber, so dass da quasi so eine leichte, helle, schwarze Schicht entsteht. Das werde ich auf der rechten Seite auch noch machen. Wichtig ist, dass ihr jetzt in der Endphase von so einem Bild immer wieder 2 Meter von dem Bild zurücktretet, um euch das von weitem anzugucken und zu entscheiden, wo noch Verbesserungen vorgenommen werden können. Wir sind jetzt am Ende von unserem mittlerweile schon 5. Pastellkurs.
Wenn ihr alle 5 Kurse mitgemacht habt, von Anfang bis Ende, die bauten ja aufeinander auf, dann habt ihr mittlerweile schon jede Menge gelernt. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Freue mich über ein Abo oder einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann wieder in einem meiner nächsten Videos.